Als die Serie begann, habe ich sie für alles andere als endlos gehalten. Ich habe sie nicht einmal als solche erkannt. So war die erste Folge für mich wie ein Film oder wie ein Buch. Ja, ich weiß noch, ich wollte ein Buch daraus machen. Aber ich erinnere mich nicht wirklich. Ich denke zwar an eine Begebenheit, doch ob diese wirklich der Pilotfilm zur Serie war, weiß ich nicht mehr. Und so entdecke ich wieder voller Entsetzen, dass ich sie nicht mehr kenne. Ich weiß nichts mehr über die Story, über den Ort, die Zeit. Nein, nicht einmal die Hauptdarstellerin will mir mehr einfallen. Dieser Zustand erschreckt mich dermaßen, dass ich wieder in Versuchung gerate, eine Uhr zu erfinden, die für mich und vielleicht ein paar andere rückwärts zählt. Dass ich mich ihrer nicht mehr entsinnen kann. Ich bin schockiert. Hast du schon mal etwas verloren, das du liebst, aber lange nicht benutzt hast? Und dann möchtest du es genießen und es ist einfach fort. Niemand kann dir sagen, wann und wohin. Vor allem kann dich niemand verstehen, schließlich hast du es geliebt, niemand sonst. Nun, jedenfalls kann ich nicht mehr abschalten, mich raushalten. Ich habe gesehen, dass eine Fortsetzung folgt. Ja, ich habe es sogar begriffen. Doch dieser Umstand ändert nichts an meiner Machtlosigkeit. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Werbeblöcke zunehmend kürzer werden, aber dass es Nacht wird, sehe ich auch und vor allen Dingen. Es wird spät. Also bleiben mir nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde das Happy End zur Serie oder ich schalte endlich den ganzen Laden ab. Und da die Geschichte älter und ich und die Nacht dunkler werden und es nicht nach einem Happy End aussieht, sollte ich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung muss noch in diesem Jahrtausend fallen, denn danach... Bloß keine Angst vor der öffentlichen Meinung und den Medien. Denn wenn es die Möglichkeit ist, die der gute Zuschauer nicht wählt, so gibt es ja trotzdem keinen Sender, der dann noch durch den abgeschalteten Empfänger dringt. Also frisch ans Werk. Die Serie wartet auf neue Episoden, der Werbeblock darf jetzt auch von mir aus zu Ende sein. Vielleicht jetzt einmal zur Abwechslung einen langen Film mit geschlossener Handlung, guter Story, ich meine, was ich will, und einem vernünftigen Ende. Oder eine Never-Ending Story. Wäre auch toll. Aber die Drehbücher sind ja noch nicht fertig. Obwohl, vielleicht waren sie es schon, bevor ich überhaupt von der Serie wusste. Wie heißt es noch? Schicksal? Vorherbestimmung? Glaubst du an sowas? Oder denkst du Zufall? Aber hör mal, ist das nicht vielleicht dasselbe? Oder geht das ineinander über? Ist gemeinsam? Ach, ist das alles interessant? Wann ist bloß die Werbung zu Ende? Also für den Augenblick merke ich, dass ich doch lieber noch auf eine weitere Folge warte, als dass ich... Ihr habt mich recht gut im Griff. Ich bin doch genauso viel Opfer eures Einflusses, wie ich vermutet habe, aber mir nicht wünschen. Also lasse ich das Wort ungeschlossen, die Silbe allein und den Satz ohne Punkt. Punkt. Nein, ich bin lieber traurig, sagtest du zu mir und schautest mich mit deinen großen Augen an. Doch gemeinsam mit deinen Augen klang es fast wie ein Vorwurf. Von da an befürchtete ich, du könntest den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Doch es war weder ein Nagel noch sein Kopf, was du trafst. Dennoch spürte ich sodann etwas wie einen Nagel in meinem Kopf. Es vergingen Zeit und Gedanken. Bis du schließlich nach den guten Dingen des Lebens fragtest. Du hattest danach gesucht in meinen Worten. Hättest du sie doch gefunden, in meinen Gedanken.
Doch nachdem wir noch einmal gemeinsam gesucht hatten, in meinen Worten, in meinen Gedanken, und seltsame Luft meine Brust zu belästigen begann, wich der Nagel in meinem Kopf. Es kam der Dolch in mein Herz, ein weiterer. Doch er war mir, wie immer, unangenehm anzuschauen und mitzuteilen, so dass ich meine dummen Worte über ihn legte, fast schützend, was ihn jedoch nicht verschwinden ließ. So verfiel ich, um Dolches Breite, wieder in mein Ketzertum. Doch diese Luft erstickte es, und wir fuhren fort, auf dem Grat der Worte Tango zu tanzen. Abhanden gekommen ist mir der Gedanke an dich schon länger. Dass mir das jetzt erst auffällt, kann ich nicht sagen. Es ist nur so, dass ich mal wieder ein wenig Zeit habe, über derlei Dinge zu sinnieren. Aber wie man sieht, ist er nur abhanden, nicht vor die Hunde gekommen. Vielleicht irgendwie verschleiert durch die Schwaden dieser bestimmten, überraschenden, furchtbaren Vergesslichkeit. Dennoch wieder da. Schwächer in der Tat, aber da. Diese Art von Tür, die mir so neue Dinge eröffnet hat, als ich ungefragt den Raum betrat, war doch nur angelehnt und nicht, wie ich bisher glaubte, auf immer zugefallen. Dieser neue Umstand bringt mich weiter. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das, was vorher hinter der Tür war, die ich da benutzte, nicht mehr dasselbe. Zwar freuen sich alle über eine Abwechslung, auch ich, trotzdem ist mein Bauch da manchmal ganz anderer Ansicht. Nein, das ist keine Pizza, sondern Angst. Ohne was drauf. Single bitte. Ja, lustig. Fast wie der endlose Sturz vom Trade Center. Es hat eben alles sein Gutes. Und wenn es das Lachen anderer ist. Aber das war hier nicht mein Problem. Das Problem schien mir nie ganz klar zu sein, da ich eigentlich immer die Auswahl zwischen mehreren zu haben schien. Ich, die anderen oder das eine eben. Ausschließlich das Ego stellt dabei die Fragen, deren Beantwortung sich wie immer die großen Philosophen vorbereiten. Das Blöde dabei ist nur, die sind alle tot. Zugegebenermaßen nicht ganz so tot wie ich, aber immerhin doch schon ziemlich. Und wo wir schon mal bei Philosophen sind, kann mir mal einer sagen, wie es Gott so geht? Schließlich läuft in seinem Laden im Augenblick alles etwas daneben. Krieg, AIDS und ich. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Damit hätte sogar er rechnen müssen. Aber nun ist die Milch einmal verschüttet, da will ich mich nicht länger damit befassen. Viel interessanter wäre nämlich zu wissen, wo er eigentlich hin ist. Die Ferien sind schließlich vorbei. Aber das geht uns ja wohl nichts an. Aber vielleicht kann trotzdem mal einer heimlich den Papst fragen. Gedankenlos bin ich schon wieder abgeschweift in Gefilde, die mir nicht stehen. So wie das, was ich überhaupt so tue. Nicht für mich, aber umso mehr für alle anderen. Aber die Frage nach den Schuldigen, oder war es die Schuld, hatten wir schon mal. Trotzdem käme ein Ende jetzt nicht in Frage, weil dann der ganze Aufbau im Eimer wäre. Also die Linien wie das Glück noch ein wenig strapazieren, bis sich einer findet, der zu verstehen glaubt, mir auf die Schulter klopft. Das wäre ein gelungener Schluss. Aber wie das jetzt so ausläuft, scheint wie immer das Wort, das den Anfang machte, sich selbst ausgetrickst zu haben. Die Kontrolle über die anderen Wörter verloren, sucht es den Weg zurück. Dazu ist es zu spät, die Übermacht ist wohl schon zu groß. Also findet sich der Schluss in eigener Dynamik. Ein Schluss, der unabhängig vom Anfang ist. Dabei war der Anfang gar nicht mal schlecht. Aber wie gesagt, die Dynamik unterliegt schon lange nicht mehr dem ich sie zugedacht.
So lasst uns denn gemeinsam auf ein erträgliches Ende warten. Batsch, da ist es. Mal ganz im Ernst und unter uns, wenn du diese Zeilen liest, kannst du verstehen, was ich sage? Verstehst du, was ich in mir meine? Denn vielleicht sind alle Worte schön wie das Licht an unserem Tag, doch was wirklich zählt, sind meine Fragen an dich und alle anderen, die ihr meine Welt schuft. Vergessen hat mich mancher in der Schlucht, die ich beinahe Hölle genannt hätte. Ich liebe dich, dreht mir langsam doch den Magen und die Seele um. Weil das irgendwas von einer Lüge hat. Nicht wegen dir oder mir, nein, ich liebe dich ja, sondern weil wir als Mensch an sich ein bisschen zu oft die Waffenstillstandsverträge zerschossen haben. Also, findest du meine Fragen in den Worten? Siehst du, was ich dich nicht sehen lassen will, dir aber mit Salatbeilage präsentiere? Sag nicht, du kannst es dir nicht so recht erklären. Und sag mir nichts von deinem Mann. Bleib, wo du bist und geh wieder zurück. Verlass mich jetzt, aber versuch nicht, mich zu verstehen, wenn du dabei deinen Ehrgeiz wie Schleim über meinen Namen legst. Lass mir meinen Kummer und die Affinität zu dem schwarzen Mann. Lass mir die weltfremden Illusionen von Schönheit und Liebe. Aber vergiss nicht, die Tür hinter dir zu schließen. Ich möchte dich nicht fortgehen sehen. Au revoir, Kommunikation. What do you get when you fall in love? War, was ich öfter mal gefragt habe. Die Antwort, die keine war, lautete, ich solle wieder lachen. Befriedigt, die mich dann lachen sah. Unbefriedigt, der die Frage kennt. Aber schade, alle befriedigt. Weiter zu fragen wäre aufdringlich. Deshalb zurück im Karneval, weil die Maskerade besser ankommt als der Mensch. Komisch, ich dachte immer, der Mensch an sich sei ehrlich. Aber die Zweifel, die mir da kamen, sind sofort zerstreut, als mir jemand sagt, wie albern ich manchmal bin. Zum Glück. Wieso zum Glück? Das hatten wir doch schon mal. Die Frage nach dem Glück und dessen Berechtigung zur Existenz und in Erscheinung treten fällt wohl öfter, obwohl der Begriff nicht definiert und zur Benutzung freigegeben war. Aber was auch immer es war, ich hab's schon wieder vergessen. Wo die Zeit schon alle Wunden geheilt hat, ist Hingebung wohl überflüssig. Diese Tatsache ändert jedoch nichts an meinem Zustand. Vielmehr relativiert sie mein Verhalten in Bezug zum rationalen Tun der Majorität. Oder einfach gesagt, verstehe ich nicht, was ich schneller sage als denke. Das tue ich übrigens recht oft, öfter als es mir und manch anderem lieb ist, dann und wann. Dabei fällt mir wieder Glück ein. Ohne Zusammenhang zwingt es mich, eine Verabredung zu verpassen, ohne über die Folgen nachzudenken. Aber das interessiert wohl nicht, ein Teil meines Lebens. Obwohl, alles hier ist so wie das, anders als das andere und doch normal wie alles. Nur eben schwarz auf weiß. Das scheint bei vielen dieser Dinge der springende Punkt zu sein. Ausgeschlossen. Was das wieder heißen soll, ist mir auch schleierhaft.
Aber Sicherheit war nie meine Stärke, eher den Anschein zu geben. Das ist mir wohl gelungen, wenn ich auf das hören darf, was man so sagt. Na toll, da fällt einer fast hin und alle denken, er tanze nur gut. Aber das scheint nun die Welt pur zu sein. Na gut, ich hab mal probiert, aber jetzt ist es genug. Womit ich wieder am Anfang aller Reden stehe. Auf dieser. Also, auf Wiedersehen, Spiegelbild. Oh, kaum den Überblick verschafft, eigentlich nur aus Gründen der Korrektur, bin ich wieder mal überrascht, wie viel man zu sagen vermag, wenn man glaubt, nichts sagen zu können. Das klingt nach Politik oder Philosophie. Egal, beides Anmaßung und uninteressant. Oder zumindest nicht sehr informativ. Für den, der neben der Sache, oder wie die Welt es wohl formulieren würde, über der Sache steht. Aber für dich, die du mein Traum, meine Mystifikation, mein Fabelwesen, Fee und Einhorn bist, eine Träne wert. Vieles, nicht alles, aber immerhin. Spiegelbild. Auf Wiedersehen.